Hallo und willkommen bei Deutsch Doppel. Heute sprechen wir über unseren Alltag im Frühling. Abonniere unseren Podcast und aktiviere die Glocke, damit du nichts verpasst. Frühling ist eine wunderbare Jahreszeit, um die Morgenroutine ein wenig zu verändern. Die Tage werden länger und heller, das wirkt sich positiv auf den Start in den Tag aus. Ja, das stimmt. Ich finde, es ist viel einfacher, früh aufzustehen, wenn die Sonne scheint. Es macht gute Laune und gibt Energie für den Tag. Genau. Ich beginne meinen Morgen im Frühling oft damit, das Fenster zu öffnen und frische Luft hereinzulassen. Es fühlt sich erfrischend an und weckt die Sinne. Frische Luft am Morgen ist wirklich angenehm. Danach mache ich mir gerne einen Tee oder Kaffee, um richtig wach zu werden. Das ist ein wichtiger Teil meiner Routine. Ich liebe es auch, in der Früh einen warmen Tee zu trinken. Währenddessen plane ich meinen Tag und mache eine kleine To-Do-Liste. Das hilft mir, den Überblick zu behalten. Eine To-Do-Liste ist eine gute Idee. So weiß man genau, was ansteht. Nach dem Frühstück gehe ich oft eine kurze Runde spazieren. Das ist eine schöne Möglichkeit, den Tag aktiv zu beginnen. Spaziergänge am Morgen sind toll, besonders im Frühling, wenn alles blüht. Die Bewegung tut gut und man kann die Natur genießen. Absolut. Und wenn ich zurückkomme, fühle ich mich frisch und bereit, mit der Arbeit oder den Aufgaben des Tages zu beginnen. Ein weiterer Vorteil des Frühlings ist, dass man oft schon morgens die Vögel zwitschern hört. Das ist ein natürlicher Wecker, der viel angenehmer ist als ein lauter Wecker. Ja, das Vogelgezwitscher ist herrlich. Es bringt eine angenehme Ruhe und Freude in den Morgen. Danach mache ich manchmal ein bisschen Yoga oder Dehnübungen. Yoga am Morgen kann sehr entspannend und dennoch belebend sein. Es hilft, den Körper zu dehnen und den Geist zu klären, bevor der Tag richtig beginnt. Genau. Und nach der Bewegung gibt es ein leichtes Frühstück mit frischen Früchten. Im Frühling gibt es viele leckere Sorten, die perfekt für einen gesunden Start sind. Frisches Obst ist wirklich eine tolle Ergänzung zum Frühstück. Es gibt Energie und schmeckt lecker. Im Frühling nehme ich mir auch gerne ein paar Minuten, um einfach die Natur zu beobachten. Das klingt wunderbar. Ein Moment der Ruhe, bevor der Trubel des Tages beginnt. Ich versuche, diese kleinen Momente zu schätzen, sie machen den Morgen besonders. Ja, im Frühling gibt es so viel zu entdecken und zu genießen, selbst in den ersten Stunden des Tages. Man kann die Veränderungen in der Natur beobachten, was sehr inspirierend sein kann. Es ist erstaunlich, wie viel ein kleiner Spaziergang oder ein paar Minuten im Freien zur Lebensfreude beitragen können. Das macht den Frühling wirklich einzigartig. Absolut, und mit einer guten Morgenroutine startet man motivierter in den Tag. Der Frühling bietet die perfekte Gelegenheit, neue Gewohnheiten auszuprobieren und den Tag positiv zu beginnen. Genau, die kleinen Veränderungen machen oft den größten Unterschied. Es ist schön, den Tag mit einem Lächeln zu beginnen. Letztes Mal haben wir über die Morgenroutine im Frühling gesprochen. Heute wollen wir darüber reden, wie kleine Veränderungen im Alltag unsere Routine verbessern können. Ja, kleine Anpassungen können einen großen Unterschied machen. Zum Beispiel kann man im Frühling früher ins Bett gehen, um den frühen Sonnenaufgang zu genießen. Das ist eine gute Idee. So bekommt man mehr Schlaf und wacht erfrischter auf. Auch das Anpassen der Schlafumgebung wie leichtere Bettwäsche kann helfen. Genau,
Ich habe festgestellt, dass es angenehm ist, abends das Fenster zu öffnen und die frische Frühlingsluft hereinzulassen. Das sorgt für einen erholsamen Schlaf. Frische Luft ist wirklich wichtig. Eine andere Veränderung könnte sein, mehr Zeit im Freien zu verbringen, vielleicht eine neue Aktivität auszuprobieren, wie Radfahren oder Joggen. Ja, Bewegung draußen ist nicht nur gut für den Körper, sondern auch für den Geist. Und die Natur bietet im Frühling viele tolle Erlebnisse. Sogar kleinere Änderungen wie mehr Wasser zu trinken können helfen. Im Frühling schwitzt man oft mehr, also ist es wichtig, genug Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Das stimmt. Ich habe auch angefangen, meine Mahlzeiten etwas anzupassen. Mehr frisches Gemüse und Salate sind jetzt auf meinem Speiseplan. Leichte, frische Speisen sind perfekt für den Frühling. Sie geben Energie und sind leicht verdaulich. Außerdem schmecken sie oft besser, wenn es wärmer wird. Eine andere Idee ist, abends weniger Zeit vor Bildschirmen zu verbringen. Stattdessen kann man ein Buch lesen oder Musik hören, um sich zu entspannen. Das hilft wirklich, den Kopf frei zu bekommen und besser einzuschlafen. Ein weiterer Tipp ist, den Morgen mit einem positiven Gedanken zu beginnen. Ja, positive Gedanken können den ganzen Tag beeinflussen. Vielleicht kann man jeden Morgen aufschreiben, wofür man dankbar ist. Dankbarkeit ist ein starkes Werkzeug. Sie kann helfen, den Fokus auf das Positive zu lenken und den Tag mit einer guten Einstellung zu starten. Auch die Arbeitsweise kann angepasst werden. Im Frühling könnte man die Pausen öfter draußen verbringen, um sich zu erholen und frische Luft zu tanken. Pausen im Freien können die Produktivität steigern. Sie bieten eine kleine Auszeit und beleben die Sinne. Genau. Und nach der Arbeit könnte man sich eine kleine Belohnung gönnen, wie ein Eis oder einen Spaziergang in der Abendsonne. Solche kleinen Freuden machen den Alltag schöner und sind eine gute Motivation, und sie erinnern uns daran, die Jahreszeit wirklich zu genießen. Der Frühling bietet viele Möglichkeiten, neue Gewohnheiten auszuprobieren. Es ist eine Zeit des Wandels und der Erneuerung. Absolut. Kleine Anpassungen in der Routine können helfen, den Frühling in vollen Zügen zu erleben und uns auf positive Weise zu verändern. Oft sind es gerade die kleinen Dinge, die den größten Effekt haben. Sie machen den Alltag bunter und abwechslungsreicher. Genau. Und gerade im Frühling kann man diese Veränderungen besonders gut umsetzen und genießen. Welche kleinen Veränderungen habt ihr in eurer täglichen Routine vorgenommen, um den Frühling besser zu genießen? Im Frühling ist die Natur im Aufbruch und das spiegelt sich oft auch in unserer täglichen Routine wider. Manchmal merke ich, dass ich frühmorgens viel motivierter bin, etwas Neues auszuprobieren. Das geht mir genauso. Die längeren Tage und das bessere Wetter laden dazu ein, neue Aktivitäten zu starten. Manchmal gehe ich einfach spazieren, um die frische Luft und die blühende Natur zu genießen. Ich habe bemerkt, dass ich im Frühling öfter mit dem Fahrrad fahre, anstatt das Auto zu nehmen. Das macht nicht nur Spaß, sondern ist auch gut für die Gesundheit und die Umwelt. Ja, und es spart auch Geld. Bei mir ist es so, dass ich im Frühling mehr Lust habe, draußen Sport zu treiben. Ob es nun Laufen oder Yoga im Park ist, die Bewegung tut einfach gut. Das stimmt. Außerdem finde ich, dass ich im Frühling auch meine Ernährung anpassen möchte. Die frischen Früchte und Gemüse sind so verlockend, dass ich automatisch mehr davon esse. Und es gibt so viele Möglichkeiten, leichte und gesunde Gerichte zuzubereiten.
Ein knackiger Salat oder ein frischer Smoothie sind schnell gemacht und super lecker. Auch meine Abendroutine verändert sich im Frühling. Ich verbringe mehr Zeit auf dem Balkon oder im Garten, um zu entspannen oder ein Buch zu lesen. Ja, das finde ich auch sehr beruhigend. Es gibt nichts Schöneres, als die letzten Sonnenstrahlen des Tages zu genießen. Das hilft mir, den Tag ruhig abzuschließen. Und wenn es um das Schlafen geht, merke ich, dass ich im Frühling oft leichter einschlafe. Die frische Luft und die angenehmen Temperaturen tragen dazu bei. Genau, das ist ein großer Vorteil. Ich öffne abends auch gerne das Fenster, um die kühle Brise hereinzulassen. Das sorgt für einen erholsamen Schlaf. Was ich auch anders mache, ist, dass ich mehr spontane Ausflüge plane. Ein kurzer Trip ins Grüne oder ein Ausflug an den See sind tolle Möglichkeiten, den Frühling zu erleben. Das klingt gut. Kleine Auszeiten vom Alltag sind wichtig und helfen, neue Energie zu tanken. Ich nehme mir im Frühling auch gerne mal einen Nachmittag frei, um etwas Neues zu entdecken. Und all diese kleinen Veränderungen machen den Frühling zu einer besonderen Zeit. Es ist fast, als ob die Jahreszeit uns dazu ermutigt, offener und aktiver zu sein. Ja, der Frühling inspiriert dazu, die Dinge anders anzugehen und neue Gewohnheiten zu entwickeln. Es ist eine Zeit des Neuanfangs und der Entfaltung. Ich denke, es ist wichtig, diese Energie zu nutzen und sie in den Alltag zu integrieren. Kleine Veränderungen können eine große Wirkung haben. Und manchmal sind es gerade diese kleinen Dinge, die uns den Tag versüßen und uns ein gutes Gefühl geben. Sie bringen frischen Wind in unser Leben. Genau. Der Frühling bietet die perfekte Gelegenheit, diese kleinen, aber wirkungsvollen Anpassungen zu machen. Es ist schön, den Frühling auf diese Weise zu erleben. Und das Beste daran ist, dass jede Veränderung, die wir vornehmen, uns auf positive Weise beeinflusst. Es macht Spaß, neue Wege auszuprobieren und den Alltag zu beleben. Der Frühling zeigt uns, dass Veränderung etwas Gutes sein kann. Manchmal braucht es nur einen kleinen Anstoß, um etwas Neues auszuprobieren und unseren Alltag zu bereichern. Welche kleinen Veränderungen habt ihr im Frühling in eurem Alltag vorgenommen, die euch besonders gut tun? Im Frühling fühlt sich der Alltag oft leichter an. Woran liegt das eigentlich? Vielleicht sind es die längeren Tage, die uns mehr Energie geben. Ja, das kann gut sein. Mit mehr Tageslicht hat man oft das Gefühl, mehr schaffen zu können. Es ist, als ob der Tag mehr Stunden hat. Und die Sonne hebt die Stimmung. Wenn es draußen heller ist, fühlt man sich oft glücklicher und motivierter. Das kann den Alltag einfacher machen. Absolut. Auch die frische Luft spielt eine Rolle. Ein Spaziergang bei mildem Wetter kann Wunder wirken, um den Kopf frei zu bekommen. Ich finde auch, dass die Natur uns im Frühling inspiriert. Alles blüht, die Bäume werden grün. Das zieht uns nach draußen und bringt Abwechslung. Ja, und diese Abwechslung kann den Alltag auflockern. Man entdeckt neue Wege, Parks oder einfach schöne Orte in der Nähe. Und wenn man draußen mehr unternimmt, tut das auch der Gesundheit gut. Frische Luft und Bewegung sind wichtig, um sich fit zu fühlen. Genau, das gibt einem auch ein Gefühl der Leichtigkeit. Man fühlt sich einfach besser, wenn man aktiv ist und die Natur genießt. Ein weiterer Punkt ist die Kleidung. Im Frühling wird es wärmer und wir können leichtere Kleidung tragen. Das kann sich befreiend anfühlen. Ja, weg mit den dicken Wintermänteln.
Das Gefühl von Freiheit und Leichtigkeit spiegelt sich auch in unserer Stimmung wider. Viele Menschen haben im Frühling auch mehr Lust, sich mit Freunden zu treffen. Das soziale Leben wird aktiver, was den Alltag fröhlicher macht. Das stimmt. Ein Treffen im Freien, ein Picknick oder einfach ein Kaffee auf der Terrasse, das bringt gute Laune und neue Energie. Außerdem scheinen die Menschen im Frühling freundlicher zu sein. Vielleicht liegt das an der guten Laune, die das Wetter mit sich bringt. Wenn die Sonne scheint, geht alles leichter von der Hand. Man ist weniger gestresst und offener für andere. Auch das Essen spielt eine Rolle. Im Frühling gibt es viele frische Lebensmittel, die wir genießen können. Das kann die Ernährung leichter und gesünder machen. Stimmt, frische Früchte und Gemüse sind nicht nur lecker, sondern auch gut für das Wohlbefinden. Sie geben Energie für den Tag. Oft erleben wir im Frühling kleine Glücksmomente, die den Alltag versüßen. Ein sonniger Morgen oder das Zwitschern der Vögel, das macht einen Unterschied. Diese kleinen Dinge können wirklich viel ausmachen. Sie erinnern uns daran, die schönen Seiten des Lebens zu schätzen. Ja, der Frühling hilft uns, bewusster zu leben und die kleinen Freuden zu genießen. Das macht den Alltag leichter und angenehmer. Und all diese positiven Veränderungen bringen frischen Wind in unser Leben. Man fühlt sich motiviert und bereit für Neues. Der Frühling hat eine besondere Energie, die uns anspornt, Dinge anders zu sehen und anzugehen. Das macht diese Jahreszeit so besonders. Es ist eine Zeit des Wachstums und der Erneuerung. Und das spüren wir in unserem Alltag ganz deutlich. Danke, dass ihr heute dabei wart. Wenn euch unser Gespräch gefallen hat, schreibt uns doch einen Kommentar, nutzt gerne Wörter aus unserem Podcast, um eure Meinung zu sagen. Vergesst nicht, unseren Kanal zu liken und zu abonnieren. Macht die Glocke an, damit ihr keine Folge verpasst. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal mit euch. Der Frühling. Der Frühling inspiriert uns, neue Gewohnheiten zu entwickeln. Im Frühling blüht die Natur und alles wird grün. Die Natur. Die Natur blüht im Frühling und zieht uns nach draußen. Ein Spaziergang in der Natur kann sehr entspannend sein. Die Energie. Die längeren Tage im Frühling geben uns mehr Energie. Frische Früchte und Gemüse liefern die notwendige Energie. Der Alltag. Im Frühling fühlt sich der Alltag oft leichter an. Kleine Glücksmomente können den Alltag versüßen. Das Wetter. Das bessere Wetter lädt dazu ein, neue Aktivitäten zu starten. Die Sonne hebt die Stimmung und macht das Wetter angenehm.